Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande, hier auf der Eurobike 2022 am Stand von Bici Carpace, einem italienischen Hersteller von Cargo-Bikes, und sie haben eine sehr, sehr schöne Auswahl verschiedener Konzepte und ich werde euch einmal das gesamte Angebot von Bici Carpace in diesem Video einmal zeigen. Bici Carpace, also ein Fahrrad, das einfach eine große Kapazität hat. Die Grundidee war, ein normales Fahrrad zu haben, das sich wie ein normales Fahrrad fährt, aber wesentlich mehr Cargo-Kapazität hat. Und das hier ist ja so die sportliche Version des Classic, was Bici Carpace auch immer noch anbietet in der Grundversion. Und hier sehen wir erstmal diese große Lademöglichkeit. Hier ist dann noch die Besonderheit, dass wir hier so erstmal solche Schultern haben, solche Arme quasi, die jede mögliche Last umarmen können und festhalten. Auf der anderen Seite ist das hier aber auch eine große Tasche, die sich ähnlich wie ein Rucksack tragen lässt, der dann hier rübergestülpt wird und dann bleibt es hier ebenfalls fest auf diesem Gepäckträger rauf. Allein diese Tasche hier hat ein Fassungsvermögen von 60 Litern. Das ist schon mal richtig viel, aber Bici Carpace gibt es auch mit größeren Taschen noch und wir gucken uns jetzt mal das E-Classicona an, mit der Tasche, die das Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Hier haben wir jetzt das E-Classicona. E steht natürlich für Elektromotor und Bici Carpace hat die Möglichkeit, sowohl Shimano als auch Bosch Motoren in ihre Rahmen einzubauen. Aber wir wollten uns ja die Taschen angucken und hier sehen wir jetzt die klassische Bici Carpace Tasche. Mit der hat alles angefangen. 80 Liter Fassungsvermögen gibt es in zwei verschiedenen Materialien und Oberflächen. Einmal hier in diesem Cordura-Material und einmal auch in einer klassischen LKW-Plane. Aber wie ihr seht auf der Rückseite ist auch das komplett wasserdicht und wassergeschützt. Und wenn man die öffnet, dann sieht man, wie groß die ist. Also hier ist richtig viel Platz. Da passen auf jeden Fall alle möglichen Einkäufe rein, die Rucksäcke und Taschen der Kinder, wenn man sie morgens irgendwie zur Kita bringt. Oder auch das ein oder andere Faltrad. Aber der Platz ist nicht nur auf vorne beschränkt, sondern hier auf der Rückseite gibt es auch noch so kleine Taschen, an die man während der Fahrt rankommen kann, um das Handy oder eine Wasserflasche oder ähnliches zu verstauen. Natürlich dann einfacher, wenn das Kind hier nicht in diesem kleinen Kindersitz sitzt, aber das sieht auch schon mal sehr gemütlich aus für ein kleines Kind. Aber natürlich können auf den Bici Carpace Rädern auch nicht nur hier vorne Kinder sitzen, sondern die sind auch ganz speziell dafür gemacht, um auf dem langen Gepäckträger Kinder zu transportieren. Und hier können wir jetzt mal so den Gepäckträger der E-Classicona uns angucken, mit der Möglichkeit, dass Kinder hier einfach ein- und aussteigen können. Also besonders für Kinder interessant, die schon selber hier draufsteigen können, die selber schon gut sitzen können und keinen eigenen Kindersitz mehr brauchen. Und hier ist auch eine coole Möglichkeit, ähnlich wie wir das bei dem Gepäckträger eben gesehen haben, dass die Kinder hier noch so einen kleinen Gurt haben, damit man sie eben anschnallen kann, oder auch kleine Taschen, die hier hinten noch verstaut werden können. Achso, und ein Sicherheitsverschluss, den ich auch erst nicht aufbekommen habe, ist auch da, also so, dass Kinder da auch nicht einfach aussteigen können. Das ist eine ziemlich coole Idee und was auch die Bici Carpace Räder haben, was eine sehr gute Idee ist, um sie im Alltag dann noch mal ein bisschen besser abstellen können zum Beispiel, sind hier diese klappbaren Footrests, diese Möglichkeiten, wo die Kinder ihre Füße abstellen können oder man auch, wenn man ohne Kinder unterwegs ist, einfach Packtaschen noch besser stabilisieren kann. Wenn wir uns hier mal das ganze Rad angucken, dann kann man hier eine Besonderheit erkennen, nämlich, dass diese Tasche hier vorne so stilgebend ist für das ganze Fahrrad. Wir haben ein kleines 20 Zoll Vorderrad und von dort aus, von dieser Tasche aus, geht es erst so richtig los mit dem Rest des Fahrrads. Und das war auch die Idee von Francesco. Er wollte wirklich von dieser Tasche aus wird das Design des restlichen Fahrrads bestimmen. Und nicht nur das, er hat sich auch dazu entschieden, einen klassischen Stahlrahmen zu wählen mit klassischen Rohrformen und auch klassischen Möglichkeiten, um diese Rohre miteinander zu verbinden. Und hier sieht man erstmal diese schönen klassischen Rohre, diese schmalen Stahlrohre und hier auch, dass das wirklich eine klassische Verbindung ist, wie man es von älteren Rädern auch kennt, die aber sehr, sehr langlebig ist und sehr, sehr stabil. Und wenn man dann hier untergehen und hier unten gucken, dann ist hier noch, und das finde ich ein sehr süßes Detail, ein kleiner Pelikan im Ausfallende drin. Also diese Rahmen sind wirklich detailverliebt, wirklich süß. Und wenn man hier auch guckt, dann sieht man natürlich auch, dass sich der Rahmen öffnen lässt. Das heißt, wir haben die Kompatibilität, auch einen Riemen zu montieren. Also wirklich die Verbindung aus klassischen Rahmenformen, klassischem Material wie Stahl und dieser modernen Kombination aus einem Pedelec-Motor
mit Riemen und Enviolo. Das nächstgrößere Rad im Line-Up von BG Apache ist das Just Long. Und warum das so heißt, das sehen wir hier. Denn das ist wirklich einer der längsten Gepäckträger, die es im Fahrradbereich gibt. Und hier hat sich BG Apache ein bisschen von der klassischen Rahmenform verabschiedet und ein Longtail auf den Markt gebracht, das sowohl vorne als auch hinten 20 Zoll Räder hat. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass die Gewichtsverteilung sehr niedrig ist. Wir haben ja einen sehr niedrigen Schwerpunkt, sodass sowohl Lasten als auch Kinder hier gut transportiert werden können. Und wenn wir uns das hier mal, diesen Korb angucken, dann ist hier noch ein sehr, sehr spannendes Detail, was ich sehr witzig finde, weil hier sieht man jetzt eine ganze Ladefläche, wo man Taschen und größere Gegenstände einfach reintun kann. Aber das lässt sich auch ganz einfach hier, sorry für die Geräusche, wegnehmen und dann hier unten einrollen. Und schon hat man einen Premiumplatz für bis zu 3 Kinder, die dann hier auch gut geschützt auch hier mit den Trittbrettern ganz einfach sitzen können. Und hier möchte ich noch mal drauf eingehen, wie detailverliebt dieses Rad ist. Denn guckt euch mal hier unten diese schönen Rohrformen an und diese Verarbeitung hier mit dieser zusätzlichen Strebe nochmal. Das sieht richtig, richtig schick aus. Und dann auch hier wieder der Pelikan auf der Unterseite der Trittbretter, die sich auch wiederum hochklappen lassen. Das ist wirklich ein sehr süßes Detail. Und was dann auch noch auffällt, wo wir wieder bei dem klassischen Rahmenbau wären, sind dann so Teile wie hier vorne, diese Verbindungsstücke. Also da ist wirklich sehr viel Liebe in die Konstruktion dieses Rahmens geflossen. Ein weiteres Detail hier unten, ihr fragt euch vielleicht, warum dieses Bäckerschloss hier gar nicht den Reifen umschließt. Hier ist gar kein Reifen. Aber das Besondere ist, dass dieses Bäckerschloss den Ständer hier fixieren kann. Wenn das geschlossen ist, dann lässt sich der Ständer nicht mehr einklappen und das Rad lässt sich nicht einfach so wegschieben. Und natürlich ist das dann auch mit der Einschlüssellösung für Akku, Speichenschloss und das Ganze lässt sich dann auch natürlich mit einer Einsteckkette kombinieren. Es gibt so ein paar Standardfarben bei BG Apache und hier sehen wir jetzt diese wunderschöne Kombination aus dunkelblauer Tasche und dunkelblauem Rahmen. Aber dadurch, dass sie alle Rahmen vor Ort in Italien beschichten lassen, kann man sich auch im Grunde alle Farben des Regenbogens wünschen. Aber auch schon die Standardfarben sind sehr schön bunt und sehr freundlich. Was auch noch außergewöhnlich ist, dass es wirklich wahnsinnig viel Zubehör gibt, gerade für den Kindertransport. Und besonders schön ist natürlich hier so ein Regenverdeck für die Kinder. Das lässt sich hier jetzt ganz einfach einspannen in den Gepäckträger und lässt sich dann hier auch an den Seiten noch mit so Seitenscheiben schließen, sodass die Kinder wirklich gut für Regen geschützt sind. Und dann auch hier, wenn man hier mal so dann drin ist, lassen sich natürlich nicht nur diese Sitzpolster hier montieren, sondern auch richtige Kindersitze, damit eben auch die kleineren Kinder ab einem Jahr ganz einfach mitgenommen werden können. Und das haben wir extra für euch nochmal aufgebaut. Und das ist jetzt das jüngste Rad von BG Apache, der E-Pelikan. Und ihr könnt euch jetzt ja mal überlegen, warum das Pelikan heißt. Natürlich, weil wir eine große Frontladekapazität haben. Das ist das erste Rad, wo dieser Gedanke der großen vorderen Tasche nochmal auf das nächste Level im Grunde gehoben wurde, weil wir hier eben nicht nur eine 80 Liter Kapazität haben, sondern hier mit dieser Tasche bis zu 150 Liter oder eben die Möglichkeit, hier so eine komplett flache Ladefläche zu haben, wo man alles Mögliche drauf verzurren kann. Und trotzdem ist dieser Gedanke des Kindertransports nicht weg, sondern hier auf diesen Gepäckträgern lassen sich dann auch natürlich Kindersitze montieren und wir sehen hier auch wieder die klappbaren Fußleisten oder Fußstützen, damit eben auch Kinder da ganz einfach einen Platz nehmen können und ihre Füße abstellen können. Und hier seht ihr auch eine interessante Lösung. Hier ist der Steuersatz vorne ausgeschnitten, damit man da natürlich gut rankommt. Aber BG Apache ist sich auch um besondere Lösungen nicht zu schade, weil wenn man die jetzt von der unteren Seite sich das anguckt, dann ist das hier nur ein sehr, sehr kleiner Abstand, ein sehr kurzes Steuerrohr. Und da hat BG Apache sich eine eigene Lösung überlegt, um das trotzdem so stabil wie möglich zu machen und das Ganze halt noch mit einem größeren Durchmesser zu versehen. Also das finde ich halt persönlich auch sehr, sehr spannend, dass eben ja, ein kleiner Hersteller aus Italien besonders viel Know-how nutzt, um eben solche Lösungen zu ermöglichen und wiederum den Schwerpunkt nachher dadurch möglichst niedrig zu bekommen. Was hier jetzt noch besonders ist, das hier ist jetzt das E-Pelikan mit dem Bosch-Motor. Also hier wiederum
zeigt sich, Shimano und Bosch ist beides möglich. Die Kunden haben die Auswahl und ja, können sich für den Motor entscheiden, den sie selbst am besten finden. Und jetzt gucken wir uns nochmal diesen riesigen Kofferraum an, der hier vorne ist, oder den Frunk. Erstmal hier auf der Rückseite haben wir wiederum eine Tasche, wo sich Dinge verstauen lassen, eine große Tasche, wo man auch vom Sattel aus sehr einfach rankommt. Und dann hier diese große Tasche aus widerstandsfähigem Cordura-Material, die sich hier einfach mit dieser Schnalle öffnen lässt. Und wenn wir die dann öffnen, dann ist hier drin richtig viel Platz. Und hier sehen wir wiederum diese kleinen Öhrchen, mit denen man einfach Taschen dann hier hinten in verschiedenster Größe fixieren kann, damit dann auch die Einkäufe trennbar sind und nicht einfach so im Innenraum hin und her rumpeln. Und interessant finde ich halt auch bei dieser Tasche diese Möglichkeit oder diese Konstruktion, dass hier dann natürlich so ein Rohr durchläuft, aber trotzdem der Platz hier richtig gut genutzt wird, weil man eben auch an der Seite einfach Dinge verstauen kann. Also richtig viel Platz in diesem riesigen Kofferraum vorne. Ja, das sind die Räder von Beachy Carpace. Hier nochmal ein Just Long in so einer richtigen Cargo-Ausführung mit einem Bosch Cargoline Motor, dieser großen Fronttasche und hier eine Mock-up über ein Zubehör, das demnächst kommt. So eine große Tasche ist hier auf diesem niedrigen Gepäckträger möglich, kann man hier oben drauf befestigen und damit halt wirklich auch sperrige Lasten ganz einfach transportieren. Ja, ich finde es sehr spannend, dass sie so eine Liebe zum Detail in ihren Rädern haben. Auf der einen Seite dieses klassische Material Stahl, auf der anderen Seite ältere Fertigungsmethoden, die den Rädern so einen wirklich einzigartigen Look geben und das hier auch in Italien sehr viel selber machen. Auf der Internetseite beachycarpace.com findet ihr alle weiteren Informationen zu diesen Rädern und auch ihr findet einen Dealer Locator, wo ihr den nächsten Händler in eurer Nähe finden könnt, um mal ein solches Rad Probe zu fahren, wenn ihr das jetzt ganz spannend fandet, was ihr in diesem Video gesehen habt. Ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu den Bikes von Beachy Carpace habt, dann schreibt sie doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.